ist das denn hier? Sadri's Used Wares. Hier gibt es also schon mal einen Händler. Sehr gut. Let me know if you see anything you like. Ein Dunkelelfenhändler. Revin Sadri. All my goods are legitimate, which is more than I can say for some. Also hier ist nichts geklaut. Of course nothing in here is stolen. Only a careless, shameful, idiotic fetcher would do something as stupid as to buy pilfered goods. Oh, by Azura, I've made a terrible mistake. I bought a gold ring, and Viola Giordano has been missing a ring that looks just like it. Das ist natürlich ganz schön dummer Scheiß, aber ich könnte den Ring zu ihr zurückbringen. Was hältst du denn davon? It's not that easy. She'd go to the Jarl if she knew I was even remotely involved. You have to get it to her some other way. Oh oh. Look, it's dangerous. Oh. But if you sneak the ring into her house, put it in a dresser or something, I will make it worth your while. Aber geil, jetzt hat er mir den verkackten Ring gegeben, obwohl ich noch gar nicht gesagt habe, dass ich das mache. Motherfucker. Ich kann nicht schleichen. Oh Gott. Und ich will eigentlich auch nicht schleichen. Aber in diesem Fall ist es natürlich schon eigentlich eine gute Tat. Das ist schwierig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss erstmal was kaufen. Take a look. Ja, der hat ja vielen geilen Scheiß. Okay, ich muss erstmal was verkaufen. Das ist also einer der Leute, denen man alles andrehen kann. Das ist ja schon mal eine feine Sache. Ja, machen wir mal lieber von Punkt zu Punkt. Ja, das Ding brauche ich eigentlich nicht wirklich. So, weg mit dir. Das brauche ich auch nicht. Ich brauche ich eigentlich auch nicht. Und die Axt behalten. Ah, wobei, die wiegt 10. Schussaxt. So, was haben wir denn hier Feines? Ja, das brauche ich mit Sicherheit nicht. Brauche ich auch nicht. Schild brauche ich nicht. Oh, 3-mal Ringe. Nope. Silberring brauche ich auch nicht. Und diese Boots. Oh ne, ich hoffe, ich habe jetzt gerade nicht den Questgegenstand verkauft, aber ich dachte eigentlich, dass ich darauf geachtet habe. Oh. Oh ne, wobei, wofür sollte ich Magika-Potions brauchen? Never brauche ich die. So, also weg mit euch. Haben wir hier noch irgendwas Tolles, was wir verticken können? Hm. Nee, nicht so wirklich. Don't let Viola catch you in her house. Ja. Das wird noch spannend, wie ich das schon machen soll. Keine Ahnung. Oh, es wird dunkel, das ist praktisch. Wollen wir das doch mal als aktive Quest auswählen? Wo ist denn... Das Haus ist da ganz hinten. Ich bin noch gar nicht durch mit meiner Suche hier nach interessanten Geschichten. New Knisis Corner Club. Was ist das denn? Um den Ring können wir uns ja immer noch kümmern. Hallo, wer bist du? I thought the Grey Quarter would be a haven for my kind. I was wrong. Was heißt denn das Grey Quarter? Hä? Windhelm is divided into 4 quarters. The Grey Quarter is the one that's home to all the city's dark elves. If it looks to you like an impoverished slum, that's because it is. Ulfric prefers that we live in squalor. He has nothing but disdain for anyone who isn't a Nord. He tolerates us, but that's the extent of his hospitality. Mhm. The Grey Quarter ist also quasi das Ghetto für Dark Elves. Nicht so nett. Denkst du schon mal drüber nach, irgendwie nach Morrowind wieder zu ziehen? Not a day goes by that I don't think about returning to the ancestral home of my people. Still, even with the rough treatment we've had at the hands of Ulfric and his lot, I've got ties here. It's probably more trouble to pack up and leave than it is to stay. Besides, Amberus can't run the corner club on his own. Was ist denn das hier? Ist das quasi eure Taverne? Also die Taverne... Oh, what the fuck? Wo kommen die Stimmen her? Ah, von der Soundmod, ich erinnere mich. So, Kollege Turnschuh. How splendid. Another Nord. Naja, tut mir leid, ey. Ich bin nicht so wie die anderen. Ich könnte den ja mal fragen. Ich könnte den voll auf unschuldig tun. Ey, Kollege, wie werdet ihr Dunkelelfen eigentlich hier so in Windhelm behandelt? Well, you see where we have to live. This forgotten alley. All the filth from the upper quarters flows downhill, like they say. Good luck getting one of the guards to help with anything.
I tried to get Ulfric to even come down here to see the squalor, but the High Lord of his mightiness couldn't find the time. The High Lord of his mightiness. Mörders? Ja, wieso komme ich denn jetzt auf die Frage? Aber egal, sind hier irgendwie Morde in Windhelm? None of that matters to me. Until someone takes a Dunmer, I'll let Windhelm deal with its own problems. Na geil, das ist ja genau das Umgekehrte quasi. Ich interessiere mich nicht, ja, wobei, wer kann es ihm verübeln? Warum sind hier überhaupt so viele Dunkelelfen? Ohne Scheiß, die Frage habe ich mich sowieso schon gestellt. In den anderen Städten ist mir das vorher nie aufgefallen. Where else would we be? When the Red Mountain burned, you could scarcely breathe in Morrowind. So we came west. Ja, warum sei da nicht eine verkackte Windhelm is the first city on that road. Ah. And here we are. If we had known the Nords would be so unwelcoming, we may have kept walking. Ja, wäre da mal weitergelaufen. Gibt bestimmt hier auch noch nette Städte. Magic interessiert mich nicht. Was hast du denn so zu Let's sate verkaufen? that appetite, Langweilig. Tschüss. If you need another drink, I'll be right here. Ohne Scheiß, das sieht hier echt furchtbar aus. Oh, what the fuck? Wieso gibt es denn hier eine imperiale Armor? Das ist aber gefährlich. Game at Dinner. Mal kurz einen Blick anwerfen, ein bisschen Alchemie erhöhen. Ohne Scheiß, also für die Leute, die es jetzt nicht so genau wissen, also Ulfric ist der Anführer der Gruppe, die gegen das Imperium kämpft. Imperiale sind ja eigentlich nicht so gern gesehen, deswegen wundert mich da gerade, dass da jetzt so eine Rüstung hier rumgammelt. Was haben wir denn hier Feines? Business Ledger. Ich glaube, hier muss man für eine Quest nochmal hin. Ja, der Dunkelelf da unten, der hilft den Imperialen wahrscheinlich eigentlich auch sehr gerne. Hallo, Suvaris Atheron. We're one of the same kind, you and I. I'm glad to have met you. Ach, das ist die, Safe travels. die wir am Anfang in der Stadt gesehen haben. Gehen wir mal zurück nach Windhelm. Da war das schon sehr dunkel geworden. Was machst du denn hier? No one bought any flowers again today. I don't know what to do. Oh oh, wer bist du und wo sind bitte deine Eltern? They're dead. My mama died when I was little. I don't remember her very well. My father was a Stormcloak soldier. One day he left and didn't come back. I'm all alone. I try to sell flowers so I can buy food. It's not much, but what else can I do? Adoptieren? Los. Stop by again. Sorry. Ich würd dir gerne Blume abkaufen, aber das wird mir ja leider nicht angeboten. Ich kann übrigens noch keine Kinder adoptieren, selbst wenn ich jetzt wollen würde. Dafür brauche ich nämlich ein Haus. Ich habe kein Haus. Da komme ich nicht rein. Aber die Läden müssten mittlerweile ja auch zu haben. Das heißt, ich komme sowieso nirgendwo mehr rein. Ich kann ja genauso gut versuchen, einen Ring zu platzieren, nicht wahr? Das wird niemals funktionieren, by the way. Niemals. Und die linke Seite haben wir noch nicht mehr abgecheckt. Das sieht aus wie ein Tempel. Der müsste ja immer da sein. Temple of Talos. Mein Tempel. Yeah. Und das sieht cool aus. Das sieht sehr cool aus. Timber Septim. Besieger der Schlange. Jetzt werde ich mal den Schrein benutzen. Wir haben den Blessing of Talos. Und das heißt... Ja, wo steht denn das? Steht das hier nirgendwo? Weiß ich nicht, ist bestimmt eine gute Sache. Ah, der Priester pennt eine Runde. Aufwachen, alter Mann. Spent my life serving Talos. I don't plan to stop now, no matter what the Empire says. Ja, das kann ich ja nachvollziehen. Ich bin da ganz bei dir. Talos Creed. Mit dem kann ich wohl nicht reden. Ich dachte, er hätte jetzt eine spannende Geschichte zu erzählen. Jetzt geht's immer um meinen Gott, Junge. Aber offenbar nicht. Hallo, liebe Wachen. Helgen, by a dragon. Hard to believe, isn't it? Hard to believe, isn't it? Die Stimme war so ein bisschen Arnold Schwarzenegger-Style. Oh, what the fuck?
Nicht über Gräber laufen. Was ist denn hier los? Ein bisschen creepy. Hä, ich bin, glaube ich, falsch. Bin ich in der Tat. Oh, Leute, wie soll das denn funktionieren? Expert auch noch. Da komme ich ja niemals rein. Da komme ich niemals rein. So wie es aussieht, gibt es auch keinen alternativen Eingang. Das heißt, ich muss über Tag mich ins Haus schleichen und dann versuchen, da irgendwo den Ring unterzubringen. Okay, gut zu wissen. Und die Nacht hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Mal gucken, ob Ulfric noch wach ist. Ganz schön verwinkelte Stadt, ohne Witz. Ist halt in eine Sackgasse gelaufen. Da sind andere Städte ein bisschen einfacher zu durchschauen, muss ich sagen. Ach, das kommt schon. Learning by doing. Ah, Mann, ey, bist du zu kacke, um über diesen Zaun zu springen? Ja, geht doch. Hab nix gesagt. Mal gucken, ob The Palace of the High Kings noch auf hat. Klopf, klopf. Ulfric won't give us a straight answer. He's a true Nord. He'll come around. Don't be so sure of that. We've intercepted couriers from Solitude. The Empire's putting a great deal of pressure on Whiterun. And what would you have me do? If he's not with us, he's against us. He knows that. They all know that. How long are you going to wait? You think I need to send Bolgraf a stronger message? If by message you mean shoving a sword through his gullet. Taking his city and leaving him in disgrace would make a more powerful statement, don't you think? So we're ready to start this war in earnest then? Soon. I still say you should take them all out like you did dead King Torrig. Torrig was merely a message to the other Jarls. Whoever we replace them with will need the support of our armies. We're ready when you are. Things hinge on Whiterun. If we can take the city without bloodshed, all the better. But if not... The people are behind you. Many, I fear, still need convincing. Then let them die with their false kings. We've been soldiers a long time. We know the price of freedom. But people are still weighing things in their hearts. What's left of Skyrim to wager? They have families to think of. How many of their sons and daughters banner? We are their families. Well put, friend. Tell me, Godmar, why do you fight for me? I'd follow you into the depths of oblivion. You know that. Yes, but why do you fight? If not for me, what then? I'll die before elves dictate the fates of men. Are we not one in this? I fight for the men I've held in my arms, dying on foreign soil. I fight for their wives and children whose names I heard whispered in their last breath. I fight for we few who did come home, only to find our country full of strangers wearing familiar faces. I fight for my people, impoverished to pay the debts of an empire too weak to rule them, yet brands them criminals for wanting to rule themselves. I fight so that all the fighting I've already done hasn't been for nothing. I fight because I must. Your words give voice to what we all feel, Ulfric. And that's why you will be High King. But the day words are enough will be the day when soldiers like us are no longer needed. I would gladly retire from the world, were such a day to dawn. Aye. But in the meantime, we have a war to plan. Das war cool. Das war sehr, 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 sehr cool. Wobei der auch so ein verkackter Rassist ist. Bei dir kam das nicht so ganz durch. Hallo Jarl Ulfric Stormcloak. Wieso stehst du so vor mir? Okay, ich gehe mal ein Stück zurück. So.
Only the foolish or the courageous approach a Jarl without summons. Do I know you? Nö. Ah, doch, stimmt. Ja, dafür, dass wir einen anderen Start hatten, ist halt nicht alles umgeschrieben worden. Normalerweise trifft man den Typen im Tutorial. Der wäre beinahe geköpft worden. Is that so? Yes. You were with us in Helgen. Destined for the chopping block, if I'm not mistaken. Ah ja, ich sollte auch geköpft werden. Im eigentlichen Intro. Aber nicht hier. Deswegen überhören wir das ja gerade alles, ja. Der Punkt ist, lieber Ulfric, ich bin hier hingekommen, um gegen das Empire zu kämpfen. A fair point. Well, you've come to the right place then. Speak with Galmar. I'm always looking for able fighters. Not everyone can say they made it out of Helgen. Seems we're all branded villains these days. So long as your criminal past stays in the past, and you fight for me with honor and integrity, we'll welcome you into our ranks. Ja, ich habe keine kriminelle Vergangenheit, Motherfucker. Das ist... Nicht in diesem Fall.